So, da sind wir auch wieder bei How to nehmen auf, oder eher gesagt, wie Blattrex FB aufnimmt. Ja, beim letzten Mal beim Camtasia Recorder habe ich was übersehen, und zwar unter Optionen, also Tools, Optionen, Programm, und dann steht hier Bildschirm nach Aufnahme beginnen aufzeichnen. Das heißt, wenn man auf diesen Rec-Button klickt, dann nimmt er sofort auf und macht keine Pause dazwischen. Man kann auch so einen Countdown noch mit hinzufügen, was allerdings ein bisschen unsinnig ist, also nur wenn man sich wirklich vorbereiten will. So, jetzt möchte ich euch heute zwei Programme zeigen. Das ist zum einen Hypercam 3 und Camstudio. Ja, warum gerade beide gleichzeitig? Weil beide so ziemlich sehr oder sich sehr, sehr ähnlich sind. Wobei Camstudio eine Freeware-Variante ist und Hypercam eben halt eine Shareware beziehungsweise äh, ein Programm, das man kaufen muss. Ja, ich werde das alles allerdings anhand des Hypercams machen, das meiste, und nur ganz, ganz wenig bei Camstudio, weil wie gesagt, ich werde dann nur eher zeigen, wo man was findet. Und deswegen, also fangen wir an. Wir haben hier zum einen Record schon mal ausgewählt. Das ist standardmäßig so. Und dann haben wir hier die drei Methoden, oder wie die Einstellung für Hypercam sein soll. Also eine Region, genauso wie bei dem Aufnahmegerät von Camtasia. Dann müssen wir zweimal klicken, einmal für hier oben einmal für hier unten, oder für den umgekehrten Fall, also immer so eine Diagonale muss gezeichnet werden. Dann gibt es natürlich noch Fullscreen, dann nimmt er alles auf, und dann noch ähm, Window. Zu Window, ja, dann nehme ich mal eben diesen wunderschönen, ich hätte das Ding nicht verziehen sollen, ähm, diesen, dieses Programm hier. Dann nehmen wir Window und dann müssen wir Select Window machen. Und jetzt sieht man hier, man kann zum einen das komplette Window auswählen oder nur das, was drin ist. Was jetzt zum Beispiel für Aufnahmen von Emulatoren ganz gut ist. Ja, warum das hier übrigens ein bisschen weiter zu weit nach rechts ist, das kann ich ganz leicht erklären. Und zwar liegt das an Zelda. Dadurch wird das Bild nämlich ein bisschen kleiner, und dann habe ich eben halt das hier genau in der Mitte. Deswegen. So, hier können wir natürlich auch noch auswählen Visual Boy Advanced, dann nimmt er hier den kompletten Window. Wir wollen natürlich aber das nicht so haben. Und ja, im Grunde genommen nur noch den Record-Button. Dann würde er aufnehmen. So, wir wollen aber noch ein bisschen Optionen einstellen. Von daher nehmen wir das mal so. Dann haben wir hier so ein bisschen besseres Sichtfeld. So, wir haben hier zum einen Video. Und bei Video können wir eben halt einstellen, mit welchen Frames er aufnehmen soll, mit wie viel Frames er das wieder abspielen soll. Wieder mal die Keyframe Rate, die können wir hier nicht ausschalten. Dann, wo er die Datei hinspeichern soll. Und natürlich auch den Codec. Das heißt unkomprimiert und so weiter und so fort. Ich nehme meistens, wie gesagt, immer den Testmess Screen Capture. Und hier können wir das alles nochmal einstellen. Entschuldigung. Genauso wie das eben halt bei dem Camtasia war. Mann, irgendwas da mit dem Hals. Audio. Natürlich können wir hier auch sagen, Record Sound oder nicht. Dann natürlich das Gerät, worüber das alles läuft. Bei mir ist es wieder das C-Media Wave Device. Die Quelle, da können wir auch wieder das auswählen, Stereo Mix, Mikrofon und so weiter. Die Kompressionsart, also MPEG Layer 3. Dann die Format, wieder Mono und Stereo.
Dann unter Extras ist dann sowas wie die Maus und Catcher, Layout Windows. Das heißt hier sowas wie der Camtasia Aufnehmegerät und so weiter. Ist allerdings jetzt ein bisschen uninteressant für uns. Zumindest als wenn man jetzt sowas hier wie einen Emulator aufnehmen möchte. Wo bist du? Camtasia. Da. Ähm, Dann natürlich auch diesen Rand, ob er blinken soll, ob er angezeigt werden soll. Was mit dem Fenster hier selber passieren soll. Also zum Beispiel Hide. Minimize to Hypercam Bar Leave Open. Das heißt, er bleibt so sichtbar. Minimize to Hypercam Bar, das denke ich mal, es wird hier unten irgendwie wohl hier reingefärscht oder minimalisiert und Iconist to Taskbar würde hier unten sein. Und halt ist eben halt, dass er komplett verschwindet. Dann hier wieder die Hotkeys, Steuerung K, Steuerung L, man sieht es hier wieder. Screenshot, das habe ich jetzt erstmal auf F4 gelassen, weil ich nehme mit Hypercam selber nicht auf. Von daher ist es für mich ein bisschen unnützlich. Dann, was das hier ist, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Aber das dürfte eigentlich auch nicht so was wirklich Wichtiges sein. Pan, the captured area when a mouse moving. Achso, das heißt, wir können dieses Feld, wenn wir jetzt Shift und Control gedrückt halten, dann können wir das Feld hier auch ziehen. Das ist damit gemeint. Und ich glaube, ich habe jetzt irgendetwas aktiviert, was ich hätte nicht aktivieren sollen. Oh. Jo, er startet ein Spiel. Das ist nicht schön. Schließen. Ja. Bis gleich eben. Ich muss das eben regeln. So, da bin ich auch wieder, nachdem ich da aus Versehen Beatball aktiviert habe. Ein ganz gutes Spiel, allerdings wollte ich das jetzt nicht aufnehmen. So, dann kommen wir jetzt zu ja, Camstudio. Camstudio wird meistens ja im Grunde genommen hierüber gesteuert. Man hat hier auch noch so ein paar Optionen. Unter File findet man eben halt wieder Record, Stop und Pause. Region, da gibt es mehrere Funktionen, zum Beispiel Window. Da würde er dann dieses Window hier aufnehmen. Das komplette. Dann noch Fixed Region, da kann man das selbst so einstellen. Das heißt, er soll von der linken oberen Ecke anfangen und soll dann ungefähr sagen, zum Beispiel hier fängt er dann an und dort hört er dann auf. Und so ist das gedacht. Man kann natürlich das auch hier nochmal mit aktivieren. Ich hoffe, das sieht man nachher im Video auch. So, und jetzt hat er natürlich so einen Rand hier gezogen. Das sieht man jetzt auch hier, dass es verändert worden ist. Und dann gibt es noch Region, wenn man kurz vor der Aufnahme oder auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat, kann man eine bestimmte Region auswählen. Oder so ziehen, wie ich das eben gerade gezeigt habe. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fullscreen-Variante. Das heißt, er nimmt den kompletten Bildschirm eben halt auf. So, unter Optionen ist es natürlich jetzt das Wichtigste. Zum einen Video Options. Video Options, da haben wir wieder den Testmouth. Quality natürlich auf 100. Hier können wir auch die Set Keyframes every 200 Frames und sowas. Das habe ich jetzt auf Auto Adjust angestellt. Sowie Max Frame Rate. Und das heißt, im Grunde genommen durch dieses Auto Adjust steuert das Camstudio selber. Natürlich Playback Rate, Capture Frames every 1 Millisecond. Das heißt, er nimmt jede Millisekunde auf. Oder ein Frame auf. So, Configure ist wieder das hier. About ist natürlich wieder so eine Information darüber. So, Cursor Options, Hide Cursor, falls man den nicht sehen möchte.
So, hier kann man eins von beiden auswählen, entweder Do Not Record Audio oder Record Audio vom Mikrofon. Ja, gerade bei Camstudio ist das leichte Problem, dass er immer wieder auf Mikrofon eigentlich umsteigt. Es sei denn, man nimmt jetzt gleichzeitig auf, dann bleibt er auf Stereo-Mix. Ich weiß leider nicht warum. Warum geht jetzt meine externe Festplatte an? Egal. Ja, den Rest hier wieder Compressed Format. Das heißt, wie man den Sound haben möchte. Interleave Audio und Video. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Interleave bedeutet. Oh. Ich habe es auf jeden Fall an. Ich müsste das mal in der deutschen Version nochmal nachlesen, was das bedeutet. Weil man kann hier das Ganze auch nochmal auf Deutsch umstellen. Das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Use System Method for Audio Recording. Use MCE Recording. Was das jetzt auch wirklich ist, weiß ich leider auch nicht. Oh. So. Audio und Video habe ich jetzt zum Synchronization habe ich jetzt ausgeschaltet. Auf der einfachen Tatsache, dass er das leider nur versucht, das wirklich gleichmäßig zu halten, aber manchmal ist der Ton vor dem Bild und manchmal ist das Bild schneller als der Ton und das ist ein bisschen komisch. Ja, Autopan ist im Grunde genommen, dann folgt er dem Maus und Autopan Speed ist im Grunde genommen, wie schnell er der Maus folgen soll. Der Program Options ist hier auch wieder Minimize Program to Start Recording. Das heißt, man sieht ihn dann nicht mehr. Hide Flashing Rectangle during Recording. Das heißt, man sieht nicht mehr, wo er aufnimmt. Save Settings on Exit sollte drin geblieben werden. Capture, Transcript, Layout, Windows. Das heißt, das nimmt er auch mit auf. Play AVI-File when recording stops. Das heißt, hier kann man einstellen, ob er das selber abspielen möchte. Von automatisch. Temporary Files. Also das, wo er aufnimmt und das dann nachher bearbeitet. Dort kann man eben halt sagen, wo er das reinspeichern soll. Recording Thread Priority ist natürlich jetzt, je höher das ist, desto mehr wird das dem CPU zugesprochen, allerdings wird alles andere ein bisschen langsamer. Deswegen auf normal lassen. Ja, AVI-File Name kann man eigentlich so lassen, also dass man das dann selber reinschreibt. Ja, und die letzten beiden sind irgendwann auch unwichtig. Record to Flash Options, das ist auch ein bisschen unwichtig, falls man direkt auf AVI und nicht auf SWF macht. Ich weiß nicht, ob man SWF ummodeln kann oder so. So, hier kann man natürlich jetzt auch auf Deutsch umstellen. Dann muss man aber neu starten. Keyboard Shortcuts ist wieder dasselbe. Warum hat er das jetzt nicht hier mit drin? Egal. Das kann er nicht setzen. Okay, gut. Ja, und der Rest ist im Grunde genommen schon wieder unwichtig. Zumindest soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Im Grunde genommen braucht man mit dem Programm wirklich nur noch aufzunehmen. Und dann kann man das eigentlich auch schon alles so hochladen, so wie das ist. Genauso wie beim Camtasia Record. So, das war's auch mit diesem Part. Und ich sage bis zum nächsten Part. Blatrix FB meldet sich ab.